Hallo, liebe YouTube-Besucher. Ich begrüße Sie hier zu meiner neuesten Kursunterlage. Dieses Video dient der Erläuterung des Vorgehens, das jetzt das erste Mal von mir so durchgeführt wird, daher auch der Name Konrad Renner 365. Einfach deshalb, meine YouTube-Videos werden seit 2007 täglich abgerufen. Es gibt nur Tage, wo es etwas weniger ist, zum Beispiel an Heiligabend oder an Silvester. Da werden nur 200 oder 300 Mal von mir Videos aufgerufen, aber Konrad Renner 365 deutet eben darauf hin, jederzeit im Jahr abrufbar. Und wenn wir dann im Jahr 2024 sind, dann werde ich in dem Jahr das eben Konrad Renner 366 nennen, weil ja dann ein Schalttag wieder mal vorliegt. Interaktive Präsentation nenne ich das. Das, was ich hier mache, das setzt voraus, dass Sie eben schon Outlook haben, sich damit auch vielleicht so weit auskennen, als dass Sie schon mal eine Mail geschrieben haben. Aber man kann das auch noch unterstützen, wenn man eben wenig Vorkenntnisse hat, vor allen Dingen dann, wenn man hinterher eine Zertifizierungsprüfung hat, die eben notwendig ist, weil man hier an einer geförderten Weiterbildung teilnimmt. An solchen Fortbildungen bin ich als Dozent beteiligt für das Karlsruher Bildungsunternehmen Alpha Training und das auch schon Jahre bevor die Pandemie kam. Und darauf baue ich hier auf diesen Unterlagen. Weil das so ist, will ich sie zumindest am Anfang mal zeigen. Ich habe hier die Unterlagen vom Herd Verlag. Die finden Sie jederzeit ganz schnell, wenn Sie hier eingeben Herd und dann OL 2019 wie Outlook 2019. Man kann aber auch Herd und Outlook eingeben. Dann hat man also hier genau das, was also hier Gegenstand ist. Falls Sie eine gedruckte Unterlage benötigen, meine Kursteilnehmer bei Alpha Training, die bekommen die also meistens schon vor dem ersten Kurstag. Die Herdunterlage zu Outlook ist ca. 140 Seiten lang. Ich klicke mal hier auf die ich zuletzt da vorgefunden habe. Ja, das ist also hier, habe ich die österreichische Version, aber die sprechen ja ähnliches Deutsch wie wir. Nur Januar heißt dann eben Jänner, aber das schlägt sich nicht in der Unterlage nieder. So, die Unterlage, die ist also im Hinterkopf durchaus die Basis für das, was ich hier als Videos, 16 oder 17 Videos sind das zu Outlook, abliefere. Ganz einfach deshalb, ich nutze die schon seit Jahren und wenn ich da eben vorgehe, dann hat man also das irgendwie schon im Hinterkopf. Das Buch kann man sich zum Teil eben ohne, dass man diese 17,60 € investiert, anschauen. Wenn man das gefunden hat, dann klickt man einfach hier auf Werfen Sie einen Blick ins Buch und da sieht man dann hier beispielsweise auf der Seite 2 das Inhaltsverzeichnis. Die 15. Seite ist immer die letzte, die da frei zugänglich ist. Da habe ich jetzt drauf geklickt, grundlegende Techniken. Und wenn man bis zur 15. Seite geschaut hat und sieht, das ist hilfreich, was da bereitgestellt wird, dann kann man die eventuell auch kaufen oder beim Bildungsunternehmen dann sich überreichen lassen. So, ich gehe jetzt mal zurück und bin hier wieder an der Übersichtsseite vom Herd Verlag. Ich will jetzt nicht für die Reklame machen, weil das, was Sie hier bei mir hören, das geht auch ohne Investition. Vor allen Dingen deshalb, weil Sie hier die Schnellübersichten ohne Geld zu zahlen herunterladen können. Ich habe mal darauf geklickt und da sieht man die Schnellübersicht, die ist 18 Seiten lang. Die kann man sich also auch hier vollständig anschauen. Die 18. Seite enthält hier Outlook anpassen und unterwegs nutzen. Also wer da ein Smartphone hat und will dann also eben replizieren, das heißt, er will sehen, was bei ihm auf dem PC eingegangen ist und will das auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet verfolgen, der kann also diese 17. Seite dann hier mal anschauen oder Berechtigungen erteilen, wenn einer Chef ist und ist nicht immer im Büro, aber er hat einen pfiffigen Assistenten oder eine Assistentin, dann kann er ihr den Kalender freigeben oder irgendwelche Stellvertreterrechte, damit man dann eben die Assistentin oder den Assistenten auch in die Lage versetzt, schon mal eine Mail vorzubereiten oder im Auftrag
abzusenden. So, das ist also die Schnellübersicht, die jederzeit dann auch von jedem ohne oder jeder ohne Investition genutzt werden kann. Ich will jetzt nicht hier raus die Head-Unterlage besprechen, aber empfehlenswert ist es schon mal da reinzuschauen. Ich habe ja gesagt, was ich hier gegliedert habe, das ist also nicht ganz frei von Beeinflussung durch die Materialien dieses Verlages. Auch das, was andere Produkte betrifft, Excel, Word, PowerPoint, Access, da mache ich also auch schon seit Jahren Unterricht und da wird es in Bälde eben auch etwas geben, was dann eben heißt Konrad Renner 365-Excel oder Word. Das können Sie ja dann gelegentlich auf meiner Seite mal nachverfolgen. So, das zur Titelfolie. Die Abschnitte, die eben, wie ich eben schon sagte, sich an der Schnellübersicht orientieren, die finden Sie hier. Also nicht alle sind 1:1 übernommen, aber manches habe ich auch zusammengelegt oder ergänzt. Dann will ich noch eine Folie mal besprechen. Nehmen wir hier die, hatte ich wohl schon erwähnt, ein Screenshot meines echten Outlook-Kontos. Das habe ich also hier untergebracht. Ich gehe dann mal hin, damit man sieht, ne, das ist also auch so, da bin ich also jetzt bei Outlook 365, da habe ich also hier Konten eingerichtet für Anton und Bertha und Konrad, ein Übungskonto, ne, und da sieht man, da geht also dann auch echte Mail ein und das werden Sie dann also auch, wenn Sie die 15 Videos sehen, die ich da produziert habe. Da gibt es also dann durchaus auch echte Mails, die da eingehen. Hier ist jetzt nichts Vertrauliches. Da hat mir ein Marcin Kaczorowski, der hat mir also was bei YouTube reingeschrieben. Kann man gerade mal schauen. Sie sehen, also ist ein echtes. Hallo, ich bin Konrad Rennert und ich möchte Ihnen in diesem Video... So, da ist also eine echte Mail eingegangen und man sieht, der Link, der funktioniert also auch. Und da kann man auch sehen, der Kommentar, den er da geschrieben hat, der ist wirklich existent und für jeden einsehbar. So, das dazu. Jetzt will ich aber wieder zurück. Diese Folien enthalten neben dem Screenshot jeweils rechts unter Support-Links das zugehörige Video, was ich da zu diesem Abschnitt aufgenommen habe. Manchmal ist es nur 6 oder 7 Minuten lang, aber es kommt auch mal 15, 16, 17 Minuten vor. Darunter finden Sie dann weitere Links zum Microsoft Support oder auch zur Wikipedia. Da steht also auch vieles Wissenswertes drin. Ich habe also hier ein Konto, was auf einem IMAP-Postfach basiert. Wer den vollen Funktionsumfang haben will, und das wird dann auch hier bei der Beschreibung der Wikipedia gesagt, der muss dann also auch einen Exchange-Server im Hintergrund haben, was ja in den meisten größeren Firmen auch der Fall ist. Aber da bekommen Sie dann auch auf der letzten oder vorletzten Folie Hinweise, was dann von mir nicht vorgeführt werden kann. Wer dann ganz spezielle Themen sucht und will dann bei Outlook nicht ganz von vorn anfangen bei der Google-Suche, der kann dann die Google-Suche schon basierend auf Outlook starten und gibt dann seinen Zusatz da ein, zum Beispiel Exchange-Server oder Serienbrief mit Outlook oder was auch immer das sein kann. Hier unten finden Sie dann noch den Link zu meinen sonstigen Unterlagen und noch was zur Lizenz. Wenn Sie die Unterlage für brauchbar halten, dann leiten Sie sie gern weiter. Das nützt denjenigen, die damit vielleicht etwas schneller mit Outlook sich vertraut machen. Das nutzt aber auch mir, weil durch die Werbeeinblendungen, die da für kurze Zeit bei YouTube dann erscheinen, da rechnet sich dann also auch, dass ich solche Unterlagen produziere. So, das wär's. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.